Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Arise. Hier aus dem Palast von El de Menancia, oder genauer gesagt, wir sind. Wir werden uns nun Richtung Verlassen des Landes machen, denn wir haben mittlerweile auch Lord Dohalim auf unsere Seite gezogen, haben dieses Land damit abgeschlossen und müssen uns jetzt nur noch mal nach Kisara umschauen, denn die ist unauffindbar und scheint etwas mit sich und ihren Idealen zu hadern, zumindest klingt es danach. Und wir wollen sie natürlich auch nachhaltig für unsere Gruppe begeistern können und deswegen werden wir uns jetzt zu den Stadttoren begeben, wo wir glauben, sie finden zu können. Hoffentlich werden wir das auch tun. Ja, und dann geht es schnurstracks Richtung des 4. Gebiets in diesem Spiel. Was ist das jetzt? Das hat hier eben wieder so komisch gehakt. Ich hoffe, das hat jetzt keine Auswirkungen auf den Sound im Spiel. Das ist der Autelina-Palast. Okay. Das kannten wir schon. Offenbar ist jetzt jedem der Zutritt gestattet. Ich glaube, das ist tatsächlich neu. Ja, im Prinzip können wir nur nach hier unten raus. Und hier müsste Kisara sein. Da bin ich ja mal gespannt. Das Übungsgelände schauen wir uns jetzt noch nicht an. Für die meisten Sachen war es wohl so, dass unsere Stufe dafür noch nicht ausreicht. You all arrived here from Cislodia, yes? In that case, you should depart via the south gate, rather than the one you arrived through. Ja, danke für die Erinnerung, dass nur dieser Weg dahin führt, wo wir auch wirklich hinwollen, nämlich in das nächste Reich. Kisara, komm mit. Follow me around. Do you know the way? After all that, Kisara never came back to see us. I'm surprised she slipped away without us noticing. Where would she even go? I hope this place survives. You think the Danins and Renins have a chance of getting along? We didn't really do much to change things around here, did we? This realm had its own walls to overcome. And in the end, it was the people themselves who decided to break them down, without any help from us. I hope they keep going. I really do. Yeah, well, if you say so, I guess. Huh? All right. I leave command of the Gold Dust Cats in your hands. You've got nothing to worry about, Kisara. I'll do your brother proud. Ich dachte gerade, die Looks like it's Katze. time to go. Take good care of Zare for me. All right, Legil? You've got it. Stay safe, Kisara. Wie geil wir die jetzt erst bemerkt haben. Dabei haben wir uns da schon 5 Minuten lang unterhalten. Did you come to say goodbye? Actually, I was wondering if you could use another companion. Huh? Well, we certainly don't mind you coming along. We just figured you'd stay behind and help rebuild. These people could use you. I thought much the same thing. However, in the end, something changed my mind. Ever since Miguel died, I've been thinking a lot. About where I went wrong, what I should have done differently. You know, that sort of thing. It's true that our dream of coexistence saved many Danin lives, but we were naive and short-sighted. I was so wrapped up in my idea of how things should be that I didn't see the problems that existed right in front of us. I thought we had been given a utopia. And so I never bothered to look too far past its surface. I chose to be ignorant. And because of that, because of me, my brother... Miguel's death wasn't your fault, Kisara. Perhaps you're right. But in the end, it was me he entrusted this dream to. I learned that nothing in this life is free, or gained without sacrifice. Now that I know that,
I'll just have to figure out what else I don't know. So, decided to join us? I have. And hopefully I can continue to protect Elda Menancia from outside the dream world, for the sake of those still inside. And here I thought you joined for an opportunity on my life. In all honesty, I'm grateful to you. I truly am. I don't blame you for what happened. But I must also leave your service. No longer will I be defined by protecting a Renan lord. From now on, when I fight to protect my dream. All I ask is that you do your part, that you fight alongside me. Not just for those who used to believe in your dream, but for those that still do. Dohalim. I understand. I'm no longer a lord anyway. Well, this crew just gets bigger and bigger. All right, where to, team? We make for Mahag Sar, the Valley of the Four Winds. Bei Winwell habe ich einfach die ganze Zeit das Gefühl, dass sie etwas verschweigt. Immer wieder diese komischen Kameraeinstellungen, wo man sie noch am Ende sieht und sie in irgendeine Richtung guckt. Rezept für Gnocchi. Oder Gnocchi, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Da scheiden sich ja auch die Geister. Runde, weiche Teigklöße aus Kartoffeln und Mehl. Zusammen mit einer feinen Sahnesoße ergeben sie eine herrliche Delikatesse. Rezept für Blattfisch. Ein Rezept mit Fisch, der in einem großen Blatt gegrillt wird. Der Fisch bleibt zart und saftig, während der Duft des Blattes den Raum erfüllt. Uiuiui. Alphen, Kameraden in Freiheit. Erhöht maximale AL um 1. Nice. Die Zeit ist reif, um Dana mit Gleichgesinnten, die an eine bessere Zukunft glauben, zu befreien und den Kampf um die Krone ein Ende zu bereiten. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich, weil wir alle unsere Kameraden mittlerweile gefunden haben. Das ist natürlich nur die Frage. Schockwellenhieb. Überlimit-Verlängerung ist auch nice. Sprung in der Luft. Überlimit-Verlängerung finde ich ganz cool. Bei ihm haben wir jetzt schon 3 abgeschlossen. Und könnten fast das hier abschließen. Erhöhter Schaden an Schwachpunkten und erhöhte Nahtodverteidigung, Elementarverteidigung. Könnte man auch beides erlernen. Ich bin immer ein bisschen scharf auf den Bonus, den wir bekommen würden. Bei ihr haben wir jetzt 1000. Was natürlich gewaltig ist. Überlimit-Verlängerung, erhöhte Boost-Anzeige bei Gegnerniederstreckung. Wir machen jetzt mal das hier, dann kriegen wir nämlich plus 30 Elementarangriff. Das ist schon ziemlich gut. Geschmiedetes Zubehör 4, gerettete NPCs 12. So, was haben wir bei Law? AL, Wiederherstellung nach Sieg über Gegner. Kampfszene bei Erwachen. Was ist das hier nochmal? Super Schwalbentanz. Ja. AL, Wiederherstellung durch perfektes Ausweichen, Abwehren. Das machen wir jetzt mal. Dann haben wir nämlich das hier abgeschlossen, bekommen 20 Elementarangriff. So, bei Rinwell haben wir auch 1000. Reduzierte Wirkungszeit während einer Combo. Und dann kriegen wir nochmal 10 Verteidigung dazu. Gesichtete Eulen 80%, Objekte 50%. Nebenquest-Fortschritt Bibliophil. Okay. Und Novizen-Einzeltraining. So, bei Dohalim haben wir sehr, sehr viele Punkte. Novizen-Einzeltraining. Abgeschlossene Nebenquest Dohalim Großwildjäger. Durch Boostangriffe aufgehaltene leichtfüßige Gegner 10. Okay. Was machen wir denn mal als erstes? Fangen wir einfach mal hier an. Katapult. Wirft einen wirbelnden Stab. Löwenherz. AL 5. What? HP 4. Ein Unterstützerart, das die AL-Erholungsgeschwindigkeit eines Verbündeten für eine bestimmte Zeit erhöht. Oh, das ist auch gut.
Einfaches, perfektes Ausweichen. Macht es einfacher, perfekt auszuweichen und abzuwehren. Das machen wir auch mal. Schnellere AL-Wiederherstellung ist immer gut. Dann kriegen wir nochmal 10 Elementarverteidigung dazu. Und jetzt können wir hier noch ein fortgeschrittenes Heilungsart, das die Kampfunfähigkeit eines Verbündeten heilt. Oh, das ist sehr gut. Da kann man nicht genügend Charaktere haben, die das irgendwie können. Kraftstoß, Beherrschung 600. Zubereitete Lieblingsgerichte 5. Erhöhte Abwehreffekt. Der reduziert die Menge des während der Abwehr erlittenen Schadens. Sehr schön. Dann kriegen wir hier auch nochmal 10 Angriff dazu. Und das ist alles, was wir da aktuell machen können. Kisara, die Beschützerin, ist unser nächstes Gespräch. I'm amazed how easily you can move such a giant shield around like it's nothing. Really? It's not actually as heavy as it looks. It's really reassuring to have someone like you protecting us, though. You know, I guess I never realized it before. But looking back, I've always been the sort to put myself in harm's way to protect those around me, even before I joined the Eldermenancia Guard. So in a way, using this shield to keep you all safe feels like it's what I was meant to do. You don't need to worry about protecting me. I don't plan on relying on you. Ooh. That's okay. It doesn't matter if you do or not. I don't protect people because they ask me to. I do it because I want to, and because I think it's the right thing to do. That goes for you too, Dohalim. Me? Yes. You see, you and I both want the same thing. We have the same goal. That means it's in my best interest to continue to protect and keep you safe as well. Even now. I'm not sure how much protecting I'll need either, but I appreciate the thought. I'm sure you'll do us proud, Kisara. Right. You can all count on me. Ja, auf jeden Fall cool, jemanden so Defensiven in der Gruppe zu haben. Kelselix Motive ist das nächste Gespräch. What was Kelzelik even after in the end? Isn't it obvious? Clearly he wanted the throne for himself, and was gonna have his goons execute Dohalim to get it. He had to have known he couldn't hope to defeat a lord. He should have run while he had the chance, instead of holding himself up in the palace. Maybe he thought he couldn't run? Either way, the outcome's the same. So he got desperate and decided to go for broke? One might argue that he was another victim of mine, in a sense. Huh? There is no greater calling in life to a Renin than the crown contest, yet I refused to take part. The shock he felt at that must have been truly immense. Enough to drive him to revolt, even though doing so meant defying Renin hierarchy. I know I've said this before, but Danins and Renins wouldn't coexist here if it wasn't for your stance. But that was no lofty idealism on my part, nor do I feel any pride at what occurred. Spare us the pity party. You literally just joined us to uphold those ideals. Shionne? No, she is absolutely correct. I shall speak no more of my misgivings. Ja, Shionne mal wieder schonungslos ehrlich. Stimmt schon, dass er ein bisschen blind war. Aber so richtig die Schuld geben kann man ihm auch nicht. Ich meine, er hat die behauptet haben, Miguel hätte versucht, ihn zu töten. Das waren ja auch Leute, denen er vertraut hat. Kann man jemanden wirklich dafür blamen, dass er von jemandem, von dem er glaubt, er könne ihm vertrauen, dass er dem Glauben schenkt? Ich finde irgendwie nicht. Naja. Mahaksar, das 4. Gebiet. Und es scheint das Gebiet des Windes zu sein. Do you sense one of your friends, Hoodle? Wir haben hier in der Nähe auf jeden Fall irgendwo eine Eule. Wir sind Tal der 4 Winde. Gehen nach Mahaksar. Talka-Teigweg ist auch nicht besonders groß. That makes 4 out of the 5 realms that I've visited now. I wonder what kind of lord we're gonna find there. It doesn't matter. If they try to get in our way, we'll take them down and that'll be that. Was hat Rinwell für ein Problem? Es ist irgendwie fast so, kann man sagen, dass sie irgendetwas mit Mahaksar verbindet. No backing down! Todesblüte erlernt. Nein, oh.
Boom. Und das Tor erweitern. Boom. Ich bin schon gespannt, was für krasse Fähigkeiten wir jetzt noch haben werden, wenn Dohalim mit an Bord ist. So, Kartoffelkess. Jetzt müssen wir nochmal eben da drüben hin. Und irgendwo, wie gesagt, hält sich ja auch noch eine Eule auf. Die ist hier irgendwo in der Nähe. No choice. Come one, come all. Armor won't save you. Sonic thrust. You picked the wrong fight. Sonic thrust. Double demon fang. Now! This ends now! Consider Tritt. yourself finished. See you continue on in that thing. Nice, okay. Yes, my lady. Ja, wir sind aber auch massiv überlevelt für diese Gegner. Insofern wundert mich, dass der Outcome jetzt nicht. Ein Kraut ist Resistenz deutlich verstärkt. What's this thing? Cool. Wo ist die Eule? Wo ist sie? Da! Schuhuhu! Dämonischer Schwanz, oh mein Gott. Und die nächste Eule. 20 Eulen gesichtet. Ich weiß halt leider überhaupt nicht, wie viele Eulen es letztendlich sind. Dann könnte ich nämlich ungefähr sagen, wie viel Prozent wir schon gesichtet haben. Das ist ja wichtig für einen von Rinwells Titeln, den sie bekommen kann. Take this! Devastation! Charge like that could easily be fatal. Just as well, I'm here to stop. Boom! Das war leider daneben. Machen wir es jetzt nochmal. Das ist aber auch ein Hieb, doch. Okay, dafür kann ich noch nichts. Da kann ich noch nichts machen, was mir irgendwie helfen könnte. Keine erweiterte Fähigkeit. Mit dem doppelten Dämonenzahn. Da fehlt die korrespondierende Fähigkeit noch. A fish! You saw it too, right? Oh, jetzt lernen wir angeln. I didn't realize there was a pond here. Wir waren hier doch noch nie. This is Taka Pond. And it happened to have saved my life once upon a time. What do you mean? As a kid, I survived life under the past lords by escaping here when I needed to. It's terrible to swim in, but great for catching a bite for dinner away from Ren and eyes. Bear in mind, our rations back then weren't enough to live off of. You had to take matters into your own hands if you wanted enough food to survive. But how did you catch them? With your bare hands? That might take a while. Fish are prone to swim away at the first sign of trouble. I'd put bait or a lure on a line and use it with a fishing rod. You must not be familiar with fishing if this sounds new to you. Here, let me show you how it's done. Geil, endlich. Ich habe mich schon gefragt, wann das kommen würde. Angelspiel. In ganz Dana liegen Angelstellen verstreut, die verschiedene Fischarten bieten. Nutze deinen Fang zum Kochen, verkaufe ihn für Geld und schalte sogar neue Titel damit frei. Also pack die Angel aus, wenn du neue Angelstellen findest. Schritte beim Angeln. Das Angeln besteht aus 4 Schritten. Leine auswerfen, Fische anlocken, Fische anbeißen lassen und die Fische schließlich einholen. Mehr Informationen zu diesen Schritten findest du unter Angelsteuerung. Okay. Also erstmal müssen wir auswerfen. Den Köder. Everything looks fine with the lure. Alright, let's do this. Warte mal, wir können sogar einen Köder... Alter, okay. Migals Angel. Talker Teichweg, Fisch erscheint, Danesischer Barsch, Tümpel Buntbarsch, Karettforelle, Menanzianischer Wels und Talkerforelle. I hope we catch something decent. Indeed. Hungry bellies are counting on this. Anfängerpopper. Okay, hier sieht man Seltenheit 1. Eine Angelroute, die Kisaras Bruder gehörte. Sie hat schon bessere Tage gesehen, ist allerdings auch seit über einem Jahrzehnt in Gebrauch. Und den hier. Einfache Fänge Danesischer Barsch. Okay. Ort auswählen. Und jetzt den Köder auswerfen. Sanft schütteln. Not my lucky day, I guess.
Okay, ich versuch's einfach nochmal. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, was man da machen muss. Ah! There we go. Okay, das Spiel ist ein bisschen verwirrend We can get a irgendwie. good meal out of this fella. That flapper was a true fighter. Danescher Barsch gefangen. Nice! Wir haben einen Barsch. Ich probiere es nochmal, aber ich finde es noch sehr, sehr verwirrend, muss ich sagen. Okay, das kriege ich mittlerweile hin, das ist kein Problem. LB. RT. RT. Und dann haben wir ihn. So ein Barsch. Ja. That went pretty well. Und das war angeblich ein einfacher Fang mit dem Köder, den wir hier hatten. Okay. And that's all there is to it. Nee, total einfach. Wow. It seems like you need to have good reflexes to catch anything. I don't know if it's really for me. Kisara? I think I've seen enough. Oh, sorry. I guess I'm just in my own little world when I go fishing. Looks like we're going to be here for a while. That's how fishing goes. You wait for a bite, and then the real battle begins. Miguel told me that different fish live in different regions, and you have to pick the right rod and lure for what you're hoping to catch. But that doesn't change the fact it's a giant time sink. Of course, each fish has its own unique flavor, too. And some of them are supposed to be extremely delicious. When you put it like that, maybe it's worth me trying my hand at fishing after all. You're just in it for the food. I was hoping we'd get to fish during our travels. And it just so happens I made sure to grab my brother's old rod before I left Vicente. So, if you ever feel like fishing when we've got a little downtime, just let me know. Good to hear. Thanks for showing us. Na, was für ein Glück, oder? Okay! Hey, du scheinst ja zu wissen, wie man mit einer Route richtig umgeht. Oh mein Gott. Komischer Anmachspruch, aber okay. Ich angle schon lange und habe mittlerweile richtig gute Ausrüstung. Ich teile sie mit euch, wenn ihr mögt. Ich hätte als Gegenleistung gern nur eine Sache. Ich bitte nur darum, mir Aufzeichnungen von jedem gefangenen Fisch zu zeigen. Je mehr ihr fangt, desto mehr Ausrüstung werde ich euch geben. Wenn ihr irgendetwas braucht, ich bin immer da. Habt keine Angst herzukommen und mich anzusprechen. Angelexperte. Der Angelexperte am Talkerteich bringt dir die Grundlagen des Angelns bei. Zeig ihm dein Angelnotizbuch für Tipps, wo du Fische findest, die du noch nicht hast. Er schenkt dir neue Ausrüstung, je nachdem wie viele du gefangen hast. Miguels Angel. Also so ähnlich wie im Prinzip bei den Eulen. Quest abgeschlossen. Eine Einladung zum Angeln. Nice. Und das bringt auch direkt mal für Kisara ein neues Emblem. Angelkünste. Vieles hat sich verändert, seit Miguel Kisara beibrachte, wie man Fische fängt, um zu überleben. Als Hobby ist es dennoch geblieben. Magma-Attacke. Einfaches Überlimit. Ja, ist doch ganz witzig. Sieh an, wer es ist. Willst du etwas wissen? Erzähl mir etwas über Angelrouten. Die verwendete Angelroute beeinflusst, mit wie viel Kraft du die Fische einholen kannst. Wenn dir Fische begegnen, die du mit deiner Route einfach nicht fangen kannst, wird es vermutlich Zeit für eine bessere. Zeig mir deine Notizen, wie viele verschiedene Fische du gefangen hast, dann habe ich eine neue Angelroute für dich. Wer hat was mehr über Köder erfahren? Köder sind im Prinzip ein Lockmittel, das für Fische wie Nahrung aussieht. Damit kannst du Fische nun ja ködern. Jeder Fisch hat seine eigenen Vorlieben. Je nachdem, was du fangen willst, musst du also unterschiedliche Köder verwenden. Wenn du einen neuen Köder findest, probier ihn ruhig aus, um festzustellen, bei welchen Fischen er gut funktioniert. Wie finde ich Fische? An der Angelstelle gehen.
Wenn es um einen Fisch geht, den du schon gefangen hast, schau in deinem Angelnotizbuch nach. Da erfährst du, wo er vorkommt. Im Zweifel ist es immer eine gute Idee, dein Angelnotizbuch aufzuschlagen. Seit wann habe ich sowas? Wenn es ein Fisch ist, der dir noch nie begegnet ist, zeig mir dein Angelnotizbuch und dann sehen wir weiter. Ich will dir mein Angelnotizbuch zeigen. Na, mal sehen, was du hast. Du hast bisher also ein Fischart gefangen. Panoramahügel. Frosttal. Talker Teichweg. An diesen Orten hast du noch nichts gefangen. Warum gehst du nicht mal vorbei und schaust, ob etwas anbeißt? Wenn du noch 2 mehr fängst, bekommst du etwas anderes von mir. Also schön weiter angeln. Okay. Ich habe hier aber doch schon was gefangen. Also was schlaberst du so? Ja, gucken wir doch mal, ob wir hier... Angelnotizbuch. Daneischer Barsch. Ein Süßwasserfisch aus Dana schmeckt am besten, nachdem Schuppen und Eingeweide entfernt wurden. Gilt das nicht für jeden Fisch? Naja, egal. Wir haben also jetzt auch ein Angelnotizbuch. Das ist doch mal schön. Hier ist eine Kartenaktion. Da können wir jemanden heilen. Oh, bom. Puh, ihr habt mir das Leben gerettet. Jetzt kann ich mich wieder meiner vergesst, was ich gesagt habe. Geht nur weiter. Infanterieschild. Ein Standardschild der renäischen Infanterie. Er ist aus leichten Materialien hergestellt und leichter im Umgang, als es anfänglich scheint. I'm always amazed what healing arts can do. Just doing my job. No need to thank me. Dann bedanken wir uns bei dir auch nicht mehr. Infanterieschild ist tatsächlich schwächer als der, den sie hat. Komischerweise. Aber naja. Hey. Is it just me, or have those two barely spoken a single word to one another? I know, right? But after everything that happened with Miguel, is it really any wonder? Kinda puts a damper on the whole journey though, huh? How long do you think they're gonna keep this up? If it bothers you that much, why don't you ask them? Why do I have to ask? How come you walk together like that? She really doesn't beat around the bush. You mean Kisara and myself? You hadn't noticed? You've been practically joined at the hip ever since we left Vicente. I guess it's force of habit, most likely. I was always ready to protect him, should the need arise. It sort of came with the job description. Right. From being in the Elder Menancia Guard. Although, Dohalim's pretty capable of defending himself, isn't he? Having guards doesn't necessarily mean the one being guarded is weak. No one's perfect all the time. Even so, it's not like they're entirely wrong, Kisara. You're no longer in my employ, after all. I don't know. I mean, if it's what she's used to and you're both comfortable with it, then who are we to judge? But she doesn't serve him anymore. It isn't normal for her to keep following him around like she still does. You know, she's probably right. And a lot has changed over the last few days. I guess it wouldn't hurt to rethink our relationship in light of the new circumstances. Perhaps I'll give it some thought, after all. Does that sound all right by you? Of course. You might want to stop asking his permission for every little thing while you're at it. Sorry. It's not that easy, shaking off old habits. I'll probably need a little time to get fully used to it. Also Rinwell ist manchmal echt wie ein kleines Kind. Blumenbande. I've noticed that sometimes we come across enemies who fight like you, and try to dodge our attacks at the last second. I hate those guys. I can get some hits in when they move into attack, but otherwise they slip past damn near everything else I throw at them. If what you're seeking is a way to more reliably hit them, there is a solution. Try to outclass them on reflexes? I possess the ability to command Earth elemental beings to some extent. They emerge as the land itself and take root on my command. They will swiftly bind the enemies, at which point you can dispatch them. Huh? What he means is that he can make plants grow to hold the enemies in place. At least I think that's probably what he's saying. I'm glad at least one of us understands him. So basically, if we find an enemy that likes to dodge, we should let Dohalim handle it. I shall do what I can within my modest means to help. Bescheidene Fähigkeiten. Er hat der Gruppe einen ganz schönen Kampf geliefert, wenn ich mich zurückerinnere. So, wir ruhen uns mal aus, denn wir können ja sicher mit Kisara und Dohalim auch nochmal reden.
Und wir müssen auch Lieblingsrezepte kochen. Ganz wichtig. Why are you looking at me like that? That armor you wear is standard issue for the Menancian Guard, right? Originally, I've added some flair to it in a lot of places. I noticed, especially with that open back. Ja, und mit dem Open Ass. We guardsmen pride ourselves on never showing our back to our enemies. It's my way of making myself live up to that. Plus, it makes it that much lighter and easier to maintain. Dohalim, do you have anything to say about this? Every guardsman is allowed to wear their armor as they see fit. And you, La? Why are you asking me? Ja, weiß ich auch nicht. So wie das aussieht, haben wir alle Gespräche bisher gemacht. Das ist voll gut. Obwohl es so viele waren.